Gucken wir mal, was hier abgeht. As well in order to disguise the vehicle a little bit, and the car itself looks like a gray Challenger, so this has been a fast-moving pursuit in the few minutes that we've been overhead. We're currently Also der hier wird verfolgt, der Brief. Fährt da hier so drüber, okay. Boah, jetzt kracht er aber gut rein hier mit seinem Dodge. Das ist ein Dodge Challenger oder Charger oder wie die Kacke heißt. Live Police Chase, yes. Einfach Amerika, ich schwör's dir, es passiert einfach daily bei denen. Ich habe jeden Tag immer ein Video von denen. Immer, jeden Day. Zack, Alter, im Berufsverkehr, kracht einfach mal links vorbei, gar kein Problem für ihn. Juckt ihn auch gar nicht. Gegenverkehr. Er fährt schön die Ideallinie in der Mitte. Das ist kein Auto. To about a quarter mile, but where we're at again is Olympic Boulevard, and you can see just how busy these streets are. This is very typical for this time of the day on a Friday night. A lot of people are trying to avoid taking the 5 freeway and the 710 here through the area. So a lot of people, myself included, will take Olympic Boulevard, and you can see how the street here looks. It's very busy, and that is the type of road here that this person is still weaving in and out of traffic here as he tries to avoid LAPD officers. Aber wo will der Bre hin? Yeah, and crossing those red lights. Eliana, do we know if anybody else is in that vehicle with him? At this point, it's unknown. The car itself, the tint is pretty thick there, so it's difficult to see. And at this point, we haven't been able to hear on the scanner, even if the officers are aware of how many people may be in the car. At this point, though, we do believe the driver is a man. But again, sometimes that changes. Alter, der juckt ja gar nichts, Alter. Boah, ich schwöre, das ist nicht langsam. 50, ich glaube, das ist das Doppelte. Ich glaube, das war 100er, gell? Wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Alter, Junge. Das sind doch 200 km/h, oder nicht? Wie viel ist das nochmal MPH? Gerade mal ganz kurz. Warte mal, ich weiß nicht. Ja, ich google gerade am Handy. Digga, 93 MPH. MPH in km/h. But usually the northbound drive is a lot better, so that's why you're seeing that even here on Telegraph Boulevard headed north, he's really 90. Er fährt einfach mal die lockeren 144, Alter. 50 MPH sind 80. Okay. 1,6 mal schneller. Okay. Okay, was geht jetzt ab? Was passiert da? Ist er gerade gecrashed? Ist er gerade gecrashed? Ganz kurz, ich habe es nämlich nicht gesehen. Fährt da durch, da sind die Amjas. Boah, muss langsam fahren, einfach Gegenverkehr. Der LKW muss stoppen. Da muss er gucken, okay. Boah, da war aber jetzt viel Konfliktpotenzial, dass es da krachen könnte. Sag ich early. Is he going the wrong way? Yeah, he is. Is he going the wrong way? Yeah, for a moment there, he was going the wrong way, paralleling that vehicle there for just a moment for some reason. And perhaps is a little bit jetzt kracht er wieder durch. Ja, okay, fährt gerade gute 50. Oh, jetzt beschleunigt er, jetzt gibt er Gas. 70. Boah, jetzt kracht er rein. Ich würde gerne mal gucken. Er konnte nicht. Okay, der ist nichts gesagt. Das macht er. Ist einfach hier. Ja, Mann. Der musste direkt reinhasseln. Oh, Alter, das ist so eng. Also, stellt euch mal das in Real Life vor, Alter. Der hat so Eier. Junge, ein Hit von irgendeinem Auto, Junge. Du bist gebomst, Alter. Guck, wie der da kracht also so viele Leute. Boah, zack. Da sind noch keine, also ich habe noch bisher einen Polizeiwagen bisher gesehen. Der wird nur konstant verfolgt mit dem Hubschrauber. Aber was muss man getan haben, dass du mit deinem Supersportler einfach mal durch die Gegend krachst? Was war das für ein Schlagloch bitte da auf der Kreuzung? Digga, what the hell? Because now the other drivers on the road don't even see this guy coming. At least if he's got some of the police cars behind him, then you know this is a pursuit. You try to get out of the way. But when you don't have those squad cars behind the car, das ist der Breite. Ach jemand, das ist der Schmale, das ist der Breite. Lelele, hat er da auch drauf reagiert?
Lol. Es war wohl nicht im Show. Verstehe ihn. Alter Junge, was ist da gerade passiert? Digga, der fliegt ja fast weg. Was sind das für Straßen da, Digga? Habt ihr das gesehen? What the fuck, Alter? Und die Straßen sind einfach broken, Alter. Der Wagen steht da einfach mal mitten auf der Street. Ich muss meine Socken ausziehen. Ah, the vehicle is stolen. Okay. USA-Qualität, Omega, lol. So at this point, it's unclear specifically what streets it started on, but I can tell you that it started in South Los Angeles. Okay, also einfach wieder straight up durch den Gegenverkehr, gar kein Problem für ihn. Da ist auch niemand, so, keine Ahnung, einfach, das ist eine freie Spur, so. Einfach Überholspur ist das. Eliana, here's a concern. Police aren't going after this vehicle. We have our chopper overhead. How are the other drivers being notified or alerted that this driver is driving at these high rates of speed? Sadly, there's really no way to know. If you're just on the road and this guy is traveling at these high speeds without any police vehicles behind him, you don't know that this is a chase. You just figure this is a crazy driver and you try to move out of the way. Der ist schon echt lol unterwegs. Unfortunately, sometimes you can't move out of the way Can you talk to us in Spanish? Like a major crash. So I'm hopeful Is that that a we Hellcat? see anything like that. Nice car. Again, at this point, it's just helicopter only on this one as this driver continues now on Downey Road, still in the East Los Angeles area. Navarrero Charger. Okay, we're going to stay with the picture here right now, and as Ileana stays overhead, once again, this is a police pursuit. They're basically in tracking mode right now, following this. Ja, dass sie das einfach so filmen in Amerika, ne? Ich schwör's euch. Geht gar nicht darum, den zu fangen, geht einfach nur darum, das zu filmen. What the fuck, Alter? Hol mir noch schnell was zu essen zu dem Police Chase. Auf süß, Alter. Guck mal, da habt ihr das gesehen? Da flog gerade ein Helikopter vorbei. Cold plates on the car. The plates don't match the registration on the car, and that's when the pursuit happened. Rohat? Right, and we still don't know if any other person Rohat? is in the vehicle. Ich spam einfach so Namen rein. But we do know, as you were mentioning, Colleen, this driver is driving very reckless. We've seen this driver reach over 100 miles. Of course, very dangerous. And Eliana was also telling us 100 Miles ist auf jeden Fall that the dangerous. Das ist ja driver 160. more so in an industrial area, which is good. But we've also seen this driver crossing those red lights. And as Eliana mentioned, the concern right now is that police aren't after him. There aren't any patrols that are after him right now because of how fast this driver is going. Another concern is that people are just getting out of work, so there are a lot of vehicles out on the street, especially in those industrial areas. Ja, der ist eine Gefahr für andere, glaube ich. Deswegen dürfen ihn jetzt auch, glaube ich, jetzt rammen und so. Digga, ich wüsste ja, der fährt wie ein Löwe, Alter. Zack, davor mal gerade schnell eingedingst. Obviously, there's a certain desperation for him trying to get away. He's been running at times with the lights out on the car. It almost looks like he's looking for a place to bail out here. Exactly, and we are continuing to monitor. Ja, es passiert aber ziemlich wenig. Kann noch mal mehr passieren? At one point, he was going in the opposite direction, and we keep seeing but the driver kept going in the opposite direction. Not really sure where the driver was heading. Seemed a little confused. Einfach mal vorbei, Mann, fährt er so langsam, der Idiot. Zieht vorbei. Weil manche Straßen sind voll befahren, manche sind so voll leer. Zack, einfach mal vorbeiziehen. Das ist ja auch kein Schiss hat, dass von rechts oder links so einer kommt, den aus dem Leben kracht. In Deutschland wäre das niemals möglich so. Stell dir mal vor, durch Berlin so. Wie soll das gehen? So, bin back. Na, ist real. Die haben so viel Platz auf den Straßen. Das ist insane.
wie klein der Wagen aussieht. Ich schwöre, das hier ist eine normale Landstraße in Deutschland. Safe. Safe. Colleen, so we're in Vernon, which anyone who lives in the area will know that Vernon is for the most part industrial. There's very few homes. Wie groß das ist. Where we find ourselves Da passt da noch ein Auto hin. Guck mal, die können da ganz locker parken und der hat noch wie viel Platz. Krass. Ja, brauchen die auch, also das Auto hier, ich glaube, das ist ja ein Schiff allein. Und allein damals, was da für Schiffe rumgefahren sind, Junge. Tja, das sind das hier Pipi-Autos hier alles. So ganz alte 60er, 70er Jahre Fahrzeuge, Junge, das sind Schiffe gewesen. Allein das hier, das Ding ist ein Schiff, Alter. Die sind ja noch mal größer in Amerika, da gibt es so große Dinger. Das ist auch alles zugelassen, da brauchst du keinen TÜV. Da kannst du einfach einsteigen, fahren und let's go. Kracht einfach mal darüber. Okay, was macht er jetzt? Warum bricht das gleich ab? Wird er dann gefasst? Was geht denn da? Dodge Challenger, okay. We've seen speeds as high as 70, but it's only because he's been on surface streets. I bet if this guy jumped on an open freeway, we'd see speeds 100 miles plus. Right now, wrong side of the road, though. Er denkt Mario Kart, ja, Mann. Er denkt Mario Kart. Wo fährt er überhaupt hin? Gute Frage, Alter. Ich schwör's dir. Kracht er jetzt darüber? Das Ding ist, ich frage mich halt so in der Situation, okay, wie willst du jetzt da rauskommen? So, du hast einen Heli über dir. So, im Endeffekt musst du warten, bis dieser Heli irgendwann mal abzieht. Aber die können dir direkt einen anderen schicken. Chase of the Stolen Car. Aber er ist der Einzige so irgendwie gefühlt, so, weißt du, was ich meine? Und vor allem, also ich verstehe nicht, wie die den so spotten können, so. Ohne Polizei ist niemand. Oder Mexiko Border. Flughafen maybe oder Mexiko Border. Was meinst du? Was meinst du? Also, dass das hier irgendwie da ist? Das ist in Los Angeles. One of the other issues for officers and perhaps why they are tracking is that it could be so very dangerous to them. When they don't know who's behind the wheel here, they don't know if this person is armed. Dass er dahin will. Flüchten. Ja, boah, aber ich sag dir ehrlich, das ist lang. Das ist richtig lang. Von Los Angeles her. Aber was will er am Flughafen? Da wird er ja direkt gefasst. Außer er steigt schnell irgendwie aus und wird unsichtbar in der Menge verschwinden. Also das Einzige, was er eigentlich machen kann, ist irgendwo in irgendeinen Tunnel zu fahren, irgendwie auszusteigen und irgendwie stillschleichen, das zu verlassen. Oder irgendwo irgendein Parkhaus oder so. Irgendein riesen Parkhaus, wenn es das da gibt. Ich würde einfach ein Parkhaus fahren, irgendwo parken, aussteigen und dann kriegen die dich nicht direkt. Können das zwar stürmen, aber der kann sich gefühlt überall verstecken, sonst alles. Einfach irgendwo erstes Stockwerk parken, irgendwo rausgehen, keine Ahnung. Zack, weg. Und dann nichts anmerken lassen. Yeah, that was Alameda there at Gage, which Alameda is a major street. The train runs under here, so it's mostly a commercial area through this. And my pilot Jim was saying that he does see that there are 6 squad cars that are trying to get behind him. They're not immediately behind him. As I widen out the shot, you'll see that at least from my vantage point here with the camera, I can't even see them. But he does see at least 6 units that are trailing behind, trying to catch up. But even if they do, I don't know that the watch commander on this one is going to let them be out of that surveillance mode, because when they are behind him, he drives even more crazy than what we've been seeing. So the helicopter will definitely stay Typisch USA, Broken Rasil. Schade, okay, also das war leider eine etwas beschissenere Verfolgung. Da gab es ja noch irgendwie einen zweiten Teil. What the fuck, was geht denn hier ab? Ey, wollen wir uns das mal gerade angucken? Warte mal, live. Übersicht, nee, live. Okay. Warte mal, das ist Part 2. Okay, es geht weiter. Okay. Das wird doch interessanter. Okay, ich glaube, das wird richtig geil. Ich glaube, das wird richtig geil.
Ich glaube, das wird richtig geil. Einfach in einen Tunnel rein, aussteigen und dann die NPC-Taktik machen und einfach normal wie ein NPC laufen. Ja, ey, das ist echt eigentlich das Einzige, was ich glaube. Weil normalerweise, du hast so eine Scheiß, also du hast eigentlich die Arschkarte gezogen. Safe rein in den Chase. Sofort rein da. Also den hier gehen wir mal rein. Sometimes the drivers will pull up, get out of the car and run. They'll bail out into a backyard. But just when we think he's going to go, also da passiert auf jeden Fall noch was. Ich glaube, der macht sogar einen Autoswap. I believe it's Florence Avenue right now. Busy street. In the fährt da rein. Going into the turn lane. We talk about why the LAPD is hanging back on this, and it's because this is so dangerous. There's nothing really they can do but follow him at this point. They can't do it. Okay, die können ihm nur folgen. Way too fast. There are way too many people on surface streets right now. And there he is. He just popped out again. And they don't know where he's going, so they really can't throw a spike strip. Die können ihm also nur folgen aktuell. Das ist ja derselbe Dodge Charger. Ja, das ist Part 2. Das ist Part 2 von gerade eben. Das andere habe ich nicht angemacht. Das können wir vielleicht mal separat irgendwo mal gucken. Weil das geht auf 40 Minuten, aber das geht auch nochmal 16 Minuten. Wir gucken mal rein. Da passiert nämlich noch irgendwas. Irgendwas passiert da, wie wir gerade am Ende gesehen. Ich will noch nicht spoilern. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Weil ich habe da nämlich schon mal gesehen, so da passieren kranke Sachen. Da ist mal ein LKW geflüchtet und so. Und die haben dem einfach einen Hund reingeschickt und Gas und alles, Alter. Die haben da ganz miese Taktiken gemacht, Bruder. Also die Amjas. Okay, ich sehe gerade echt sehr viel. Okay, da ist er wieder. Okay, fährt die Dings ums. Boah, der krackt über alles drüber. Also die können nichts machen, weil einfach zu viele Leute aktuell auf der Straße sind. Ja, stell dir mal vor, da krachen noch 3 Polizeiautos hinterher. So, of course, we want to remind you, if you know somebody who's in this particular area, tell them to just stay away, stay put for a bit. We want to keep them safe as well. Once again, a lot of tree cover here, a lot of canopies, but it looks like he just turned. Aber was ist der Plan jetzt? Also, was ist der Plan? Weil umso später es wird, umso mehr, sag ich mal, steigen ja auch seine Chancen zu entkommen, vielleicht. Ich weiß nicht. Also wenn umso weniger Leute auf der Straße sind, würde ich sagen, umso schlechter für ihn. Was geht jetzt ab? Regardless, we've seen some pedestrians. We see a highway above there. Ein Highway oben drüber. Ja, der muss eigentlich also ich würde einfach in irgendeinem Familienhaus parken, aussteigen, schnell raus, wenn ich nicht im Blickwinkel der Camps bin. I talked about that tree canopy. This is a place where typically some of these drivers in chases will move into those areas, get lost in the tree canopy. You won't be able to track them, and then all of a sudden we find out they bailed out. Okay, Polizeiwagen. Just to give you an idea, once again, this is we see the patrol units calling. So I'm trying to see what street they're on now. Okay, die fahren jetzt hinterher mit ein paar Wagen. So many turns, I would imagine it's hard to set up a pit maneuver. Well, a pit maneuver would require somebody to get behind him, and at these speeds and the way he's driving, they are having a hard time getting units behind him, especially with all of the traffic. Die machen einfach so ein richtiges Film draus. Die filmen das safe mit einem Samsung-Handy mit 100-fach Zoom, Kappa. Ganz klar. Der hat ja gar keinen Plan, wo die Camps sind, schätze ich mal. Ja, aber ich könnte, also ich würde mich ja schon, aber ich würde gucken, so okay, jetzt hier so sind viele Bäume, jetzt können die mich eigentlich schlecht sehen oder so. Weil so ist ja offenes Feld, so erkennst du jeden, aber hohe Gebäude, viele Bäume, da war ja eben viele Bäume. Alter, 110 Freeway. Alter, was? 150 mph? Das hab ich ja gesehen? Kann niemand sein. Wo ist denn der? Did he turn around? Did he footbail? Did he stop? Did he footbail? That's the question. Right. Yeah, I see somebody running. Confirmation. This car has not come out. Yes. Okay, also unter einem Ding auf jeden Fall. Der hätte ihn schon längst kassiert. Denkst du? Also ich denke, er hätte nicht so weit fahren können, weil er einfach überall, ich sag mal, das ist viel zu verbaut. Deutschland ist viel zu verbaut. Also wenn du allein denkst, wenn sowas
keine Ahnung, Berlin vielleicht noch, aber wenn, stell dir mal vor, in Köln, Digga, oder Frankfurt ganz schlimm, kannst du nicht flüchten. Fast Fußball ist auch schon. I'm hearing he's gotten into another vehicle. Okay, let's pan over to the right. Situation, perhaps? And let's see which way he goes. Let's see which way he goes. He may have carjacked another car, guys. He's apparently gotten into a truck under the freeway. Was? Wow. Trying to listen in here and eavesdrop on LAPD, but right now. And who? Somebody's walking right there. Also der will jetzt den Wagen wechseln. We don't know what. Westbound. He's going westbound under in a red Charger. He's gotten into from a Challenger to a red Charger. Was? That was a gray. Der hat den Wagen gewechselt in den, der hat einfach umlackiert kurz. Der hat einen silbernen Charger zu einem roten Charger gemacht. Er soll scheinbar einen Truck geklaut haben. Ja, aber jetzt irgendwie in einen Charger irgendwas. Challenger. He's dumped the vehicle and is apparently, according to LAPD, in a red Charger. Wow. How does that happen? That's a red vehicle. No. There's the police. They're trying to talk. Are they going after somebody down here? What are they? I'm trying to figure out what they're doing. Okay. Na, Tatsache. Digga, er ist kurz alles Customs gefahren. Ach du Scheiße, Digga. Der hat einfach einfach Lackierung gewechselt. Einfach Wagenbalken, Lackierung gewechselt. Was ist das, ja? Alter, krasser Sound auf jeden Fall. Absolutely. Ey, wie lange ging das wohl in Real Life? Besser kommen. Sharon Courtney, we watched this vehicle at that intersection. It pulled up shortly after the driver jumped into what looked like possibly a truck or maybe an SUV, but einfach den Wagen gewechselt. Er macht Casino heißt. Jetzt mal ganz ehrlich, wie willst du denn jemanden den Wagen abziehen? Du musst doch deine Waffe haben oder so. Steige aus und so, ja Selame, weißt du? Aber ihr sagt doch ja Selame, ist wichtig. The LAX airspace right now to get a better shot of it, but at this point it is that red vehicle in the middle of your screen here under that night sunlight. We're shooting this from about 3 miles away and we're going to get a little closer. There's the vehicle coming out to the intersection here and they're going to get units behind it. The driver driving as if nothing's wrong. Alter, einfach dieses Licht über ihn, das ist bestimmt ein ekliges Gefühl. Das ist bestimmt ein ekliges Gefühl. Weil dann jeder weiß, so, ey, mit dem ist irgendwas. Der hat irgendwas gemacht, hat Auto geklaut, irgendwas. There it is. Okay. Was passiert jetzt? Was geht jetzt ab? Hat sich bestimmt eine Karre gecheatet. Ja, der hat einfach so eine Tastenfolge gedrückt. So, und dann kam auf einmal die Karre gespawnt. Digga, er wollte nur zu Lester. Digga, er ist gerade so die ganze Zeit Lester am Anrufen, ne? Ich schwör's euch. Was passiert jetzt? Er ist ausgestiegen. Yeah, driver's door okay, er gibt auf. We got a bright light from one of the LAPD units here. It looks like about 3 or 4 units that have pulled it over. The driver door opening here. We'll see if this is the driver or not. It looked like it was a heavy-set individual, but here we go. A guy coming out here. We were pretty far away to tell what kind of clothing the driver had. So okay. We got the driver coming out here. Wrong person. Officers out of their vehicles with their guns drawn. But there's 2 people in the vehicle. There are 2 people. Driver cooperating. Stepping out of the vehicle. Ist er der Falsche? This is Hoover and Vernon, the intersection of Hoover and Vernon. This driver looks oblivious, but again, it very well could be. And there's another person in the vehicle. Sorry to keep talking over you, Chris, but I'm not sure this is the same person. You're saying a passenger in the passenger Wrong dude. In the passenger Wrong seat. Guy, so wrong we will see. They will first order him out of the vehicle and then the passenger. Ich glaube echt, falscher Typ, gell? Jetzt mal ganz ehrlich. I doubt it. I mean, I would presumably falscher Typ, so verkackt. Ich glaube ehrlich, gell? Would be well, anything's possible. There could have been numerous people that got out of the Charger and then jumped in this car, always a possibility, or this could have been a passenger who was under duress along for the ride here. If this is even the vehicle. Nee, das kann ja nicht sein. Das geht ja jetzt niemals 8 Minuten noch diese Verhaftung. Niemals, das kann ja nicht sein. Das ist ein Audi, gell? Oder? Das ist ein Audi? Das sieht von der Front aus wie ein Audi. Oder ein Chrysler. And then they're going to have a lot to sort out here to figure out whether these are Easy the Escape für den Realen. Ich weiß nicht, vielleicht wird er noch irgendwie gefickt. Something is not adding up. We'll see. These may very well be the 2 guys, but
right now that passenger walking backwards in the direction of LAPD. A lot of confusion back there, as you can tell. Once you get under some of these big overpasses, guckt euch mal an, was die hier aufgeboten haben. Da sind, so viel hat vielleicht Berlin an Polizei in einer Nacht. And what we saw here may very well be one of those combinations, or this could be a case of mistaken identity. Always a possibility as well. Something seems a little off here. They seem to be Run, schreibt einer. Run. Also wenn er jetzt rennt, Alter, ich glaub, dann geht das nicht gut aus. Moin, wie geht's dir? Mir geht's gut, Bro. Steuer, ja, gut angelegt, ich sehe. Ja, auf jeden Fall. It hasn't worked if it is them, and now you can see 2 people about to be placed under arrest. In the Dodge was that we know of, there was only 1 person in that vehicle, correct? We did not have a number of passengers in that vehicle, so for all we know, there may have been more than 1. It was just too difficult. Those windows on that Challenger were very heavily tinted. Never really got a good glimpse inside the car. All we know about that vehicle is that the plates did not match the vehicle. Is presumably how this pursuit started in the first place with one of those license plate readers. But or if maybe the driver jumped out and took somebody else hostage in that vehicle, in that ich glaube, die finden gleich den richtigen nochmal. We'll see how they sort this out here. Ich glaube, die finden gleich den they are richtigen. pretty convinced that these are the 2, or this is at least the vehicle that they are focused on. Right. Chris, this is now David Ono. We're starting Eyewitness News at 6 o'clock, thanks to Mark and Giovanna. And just to give some folks an idea on what's happening here, this isn't your just basic pursuit. This has been an interesting pursuit with a high-performance Challenger that then went under an overpass and then suddenly disappeared. And from what we understand, though, and Chris, correct me, somehow unchillige the Situation. driver left the Ja, Digga, übertreibt, Alter. Die liegen auf dem Boden, Alter. Schickt da 4 Leute hin und gut ist. Die tun so, als ob so keine Ahnung, was jetzt passiert. Guck mal, die haben wahrscheinlich nichts gemacht, die beiden. Die sind, keine Ahnung. The watchful eye of a helicopter overhead. He was able to make the transfer into his buddy's car, but police believe they think they found him. Is that correct? 40 cops for 2 people. This could be a buddy's car, or it could be that they carjacked somebody, a perfect stranger, underneath that overpass. At one point, there was a report that he was trying to carjack a truck, which leads me to believe that maybe he foot-bailed under the overpass and then just started to try and find an unlocked door to try and carjack. But okay, das ist jetzt hier überall early, aber was passiert hier jetzt noch? That this was a little more coordinated than we give him credit for, and this could very well be the buddy's car. In any event, they are treating both of them as suspects at this point until they can sort the rest out. But they don't really. It's rare, but it does happen. And extreme speeds. A unique approach to trying to get away in a pursuit. Das ist jetzt vorbei, hier passiert ja nichts mehr. Fahrt das Auto mal hier hin und lasst den Verkehr wieder durch. Hier ist doch vorbei. Keine Schießereien, nix. What the fuck? Digga, das war ja übel langweilig. Da müssen wir auf jeden Fall noch eins gucken. Warte mal. Da gucken wir mal gerade noch eins. Weil hier, das sieht sehr interessant aus. And LA County Sheriff's Department is in pursuit. Typically, they don't follow cases that long outside of their jurisdiction, which is where we're at now. Typically, they would have handed it off to the CHP by now. Warte mal, da müssen wir noch ganz kurz zurück. Habt ihr gerade den Switch gesehen? Das ist ultra schwer. Guck mal, wie schnell der fährt. Guck mal, wie schnell der fährt. Der fährt über 160. Alter, mal ganz ehrlich, das war so eng. Wirklich, das war anders eng. Oh mein Gott. Der fährt da mit 160 vorbei, müsst ihr euch denken. 160, der kracht da über den Freeway. Perhaps one of the most dangerous we've seen in recent months. He is not only speeding, he's running with his lights out. This is a crowded freeway. This is the 405 heading north. Is there any talk that they will go into tracking mode here?
At this point, there isn't talk of it, but they very well could, just because you see the night sun there. That means that the helicopter's already on it, and we saw as many as 6 units behind the vehicle. But again, I believe that the CHP is being notified. They could get behind the vehicle, even if the Sheriff's Department drops out. But let me widen out. I want to see how close that closest unit is, and they're really not close at all. So they either just went into tracking mode, as you were saying, or this guy has been driving so incredibly fast ahead of them that they're still a ways behind. But we're now 405 freeway at Nashville. That's going to put us up in the West LA area near UCLA. And as far as you can see, traffic is heavy on this 405. Yeah, let me look out the window real quick, just up ahead. It does look pretty heavy, especially as you start to make your way up the Sepulveda Pass, which is what's going to get us up into the San Fernando Valley. It actually looks pretty heavy in both directions, but for now it looks like he's sticking to the northbound 405, and I am hearing now that the CHP is going to be taking over this pursuit because the Sheriff's Department has canceled on it, so it's going to be a CHP chase now, northbound 405 freeway at the 10 freeway in West LA. Is their chopper still overhead? Is that a night sun I'm seeing, or just headlights from other cars? Digga, hier. That's correct. Okay, was passiert hier? 100, der fährt fast 200, glaube ich. Das müsste fast 200 sein, wenn es nicht 200 ist. So we'll wait for him to pass that point where we see that cruiser, and then we'll see what happens. For now, the vehicle looks like it's still moving just fine here. Oh gosh, so many close calls. Da macht ja auch irgendeiner die Taschen mit voll. Der lebt aber davon, dass andere Leute einfach kriminell sind. Ist immer zweimal. Also ja. Nee, ist nicht zweimal, 1,6. 1,6 nur. Der würde ja jetzt 240 fahren. Niemals. Jetzt sind wir 1,6. Ja, 1,6. Let's see. Yeah, I didn't see anything. So he just passed that unit that we were watching. I was waiting to see if we saw anything that looked like a spike strip on the road. I didn't see it, but it could have been a situation where that cruiser had just gotten there and was trying to set it up and didn't get a chance. That does happen. Keine Ahnung. He's hitting the brakes here. That's the nearest CHP cruiser, still about. Ich glaube, der hat verkackt. Ohne, ja, fahr doch nicht so schnell, Digga, wenn er so. Ja, das war's. Jetzt weiß ich, was passiert. Okay, so first time that he's exited during this pursuit. And it looks like he's, off the road, lost control there. He went over the side. This isn't das war ja echt, also das war echt verhinderbar. Maybe went at most 10 feet over the side. The CHP is on his tail right here. I don't think the car is smoking. I think it just picked up a bunch of dirt. But I am now seeing normal Dirt. Als ob die Karre jetzt deswegen brennt. At least we know the passenger is complying. Skill-Issues, Profifahrer, Skill-Issues. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, der hätte doch ganz easy vorbeifahren können. The vehicle is on his side, his or her side. So this is a situation where they will try to call them out if by any chance one of them is physically unable to get out of the car. Then the CHP officers will go after that person. Of course, das ist natürlich scheiße gelaufen. Aber wieder mal die Frage, was passiert hier jetzt noch diese Zeit über? Der ist draußen. Wird verhaftet. Da ist ja noch einer drin. Digga, dreht sich das Rad noch? Wie lange dreht sich das Rad noch? Oder versucht er noch zu fahren? Würde mir stinken, wenn ich er wäre. Ja, er würde mir auch stinken. Ich glaube, der versucht noch rauszufahren. Weil das dreht sich ja immer noch. Das dreht ja niemals so lange. Einfach 10 Minuten das Rad tritt nach. Terminando al costado de la calle y donde, como pueden ver,
las llantas continúan moviéndose y los oficiales del Departamento de la Patrulla de Caminos de California siguen viendo al vehículo, tratando de averiguar. Also entweder versucht rauszufahren, aber sieht nicht so aus. Al momento ya tienen a Imagine nicht personas, Allrad. Safe nicht, wenn hinten das Allrad tritt. El vehículo presumiblemente era un carro robado que los oficiales del Departamento del Alguacil vieron en la ciudad de Lakewood y fue una persecución de alta velocidades en las autopistas 105, 405, 101 y finalmente aquí donde... Okay, die swatten den jetzt. Komm mal, Hund. So he's sniffing around, trying to find if anybody's in there. Der Hund, das dreht sich einfach immer noch. Warum? He does have him on a leash, so he's able to pull him back at a moment's notice if needed. Ja, die swatten den jetzt, den Süßen. Die gehen da jetzt rein. I knew he fucked up. Now you have 2 shields and a police canine. And now they're approaching the vehicle. Let's see if anyone else is in there. Hä? Also die gucken jetzt erstmal, ob überhaupt einer drin ist. What the fuck? Code 4. So we just saw that female CHP officer do the number 4 with her fingers. That means it's a universal code for them for all clear. So at least the inside of the vehicle is clear. They have to pop the trunk just to make sure that nobody's hiding in the trunk. Gucken die jetzt, ob einer in dem Kofferraum geklärt ist. Würde so ein Szenario in Ready or Not Solo holen. Voll die Noobs, Alter. Einfach die Noobs hier. So yeah, she's gonna climb in and try to pop it. While they figure that out, again, this was Lakewood Sheriff's pursuit. It was handed over to the CHP at one point. High speeds. Ah, nee, ist keiner drin. 100 miles plus. Except for when he got stuck in a construction zone. Die öffnen gerade den Kofferraum. Hat er sich im Kofferraum versteckt? Check the trunk from the inside, because they can't figure out where the trunk release is. And their posture has obviously changed. They're a lot more relaxed. There's the code 4 yet again. So that is that. Na, keiner drin. Crazy chase. All the way from Lakewood. Wild, Alter. Wild, wild, wild. Now over with 2. Krass.